Ja, liebe Mixing-Freunde, liebe Audio-Engineers, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bastis Bassstunde. Heute spreche ich vor allem die Studioliebhaber oder die Studiofreunde an, denn heute zeige ich euch, wie ihr die Behringer Wing, da hinten steht sie schon, als Insert-Channel in Cubase einbinden könnt. In einer anderen Folge Bastis Bassstunde hatte ich euch schon mal gezeigt, wie ihr die Wing als DAW-Controller nutzen könnt. In der gleichen Folge hatte ich aber auch darauf hingewiesen, dass sie dafür eigentlich zu schade ist. Heute zeige ich euch jetzt, wie ihr einen Channel Strip mit all seinen Plugins und Equalizern, die drauf sind, komplett als Insert in Cubase einbinden könnt. Ich zeige euch heute zwei Wege, wie das Ganze funktioniert. Der erste Weg ist die schönere Lösung, funktioniert allerdings nur in Cubase Pro. Die zweite Lösung, die ich euch zeige, können auch alle die verwenden, die Artist oder Elements im Einsatz haben. Die ist allerdings ein kleines bisschen umständlicher. Bevor wir jetzt den ersten Channel Strip in Cubase laden, würde ich mich natürlich wie immer freuen an der Stelle, wenn ihr da unten auf den Abo-Button klickt und mir ein Abo dalasst und die Glocke anmacht, damit ihr auch keine Folge Bastis Bassstunde mehr verpasst in der Zukunft. So, ich habe jetzt hier mal eine Session geladen, einfach nur ein Drumset, das hier was spielt, Kick, Snare, Hi-Hat, Tom 1, Tom 2. Und zunächst muss ich die Wing als Audiosystem einstellen in Cubase. Das heißt, ich gehe hier oben in Studio, Studio-Einstellungen und hier bei Audiosystem, wenn nicht schon passiert, stelle ich hier auf Wing USB ASIO Treiber um. Den Wing Treiber könnt ihr euch von der Behringer Homepage runterladen. Dann muss natürlich, wenn das passiert ist, die Wing per USB mit dem Computer verbunden sein. Und damit ich jetzt was höre, muss ich noch zwei Ausgangskanäle festlegen. Das mache ich hier oben in Audioverbindungen. Bei Ausgängen, ihr seht, ich habe das hier schon angelegt. Links und rechts Stereo Output schicke ich über Out 47 und Out 48. Das bedeutet jetzt, dass meine beiden Ausgangskanäle links und rechts über die USB-Strecke zur Wing geschickt werden, und zwar auf den beiden Kanälen 47 und 48. Über die USB-Verbindung kann ich bidirektional 48 Kanäle schicken. Also 48 Kanäle kann ich von Cubase Richtung Wing schicken und ich kann auch von der Wing 48 Kanäle zurück ins Cubase schicken. Damit ich jetzt was hören kann, muss ich diesen Stereo-Output, die beiden Outputs aus dem Cubase links und rechts, noch auf zwei physische Ausgänge an der Wing routen. Das heißt, ich gehe dazu hier ins Routing. Ich habe meine beiden Studioabhörer auf Out 3 und auf Out 4 gesteckt und da auf die beiden Kanäle schicke ich jetzt einmal auf 3 USB 47 und auf die 4 USB 48. Und somit sind jetzt direkt die beiden Outputs aus Cubase durchgeroutet über USB und dann auf die Local Outs an der Wing. Das heißt, ich muss hier keinen Fader mehr belegen oder irgendwas, sondern ich habe die direkten Outputs aus Cubase. Wir sind jetzt wieder hier im Cubase und ich starte einfach mal die Aufnahme, damit ihr hört, dass das funktioniert hat. Also, hat funktioniert. Das heißt, vom Routing her schaut es jetzt im Moment so aus. Cubase schickt über USB 47 und 48 das Stereo-Signal rüber zur Wing und dort auf der Wing wird das Signal direkt an die beiden Local Outs 3 und 4, sind zwei XLR-Anschlüsse, weitergeleitet. Und darauf stecken eben meine beiden Studioabhörer hier. Jetzt legen wir einen Wing-Channel an und zwar so, dass ich ihn als Insert nutzen kann. Dazu gehe ich wieder hier auf Studio, Audioverbindungen. Und jetzt aber nicht auf Ausgänge, sondern hier drüben auf externe Effekte. Ihr seht, die Liste ist leer und hier legen wir jetzt einen externen Effekt an. Ich klicke hier oben drauf. Ich habe hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier oben kann ich einen Namen vergeben. Ich nenne ihn jetzt Wing Channel 1. Ich mache hier eine Mono-Konfiguration und sage OK. Jetzt legt er mir hier quasi einen Insert an, also einen Effektkanal mit einem Send-Bus und einem Return-Bus. Und diesen Send- und Return-Bus muss ich jetzt noch einem USB-Kanal zuweisen. In dem Fall, Wing Channel 1, würde ich jetzt einfach mal den 1er-Kanal nehmen. Also Out 1 und In 1. Das heißt, das Signal wird jetzt quasi über den Out 1 USB an die Wing geschickt und Cubase erwartet dann auf dem In 1 USB von der Wing ein Signal zurück. Gut, ich kann das jetzt hier schließen und wir widmen uns jetzt mal dem Routing auf der Wing.
Auf der Wing müssen wir jetzt natürlich dieses Signal, was über die USB-Schnittstelle reinkommt, was von Cubase geschickt wird, auf dem Out 1, das ist jetzt hier der In 1 logischerweise, dieses Signal müssen wir jetzt hier empfangen, müssen es dann durch den Kanal schicken, den wir haben wollen, und müssen es dann zurück ans Cubase schicken. Das Signal jetzt zu empfangen auf der Wing, das ist relativ einfach. Ich wähle den Channel aus, ich nehme jetzt mal den Channel 1, ich gehe hier auf die Channel Config und suche mir als Input des Channels von der USB-Schnittstelle, USB Audio, das Signal 1. Was wir natürlich jetzt noch tun müssen ist, diesen eben angelegten Wing Channel 1 als Insert in eine Spur laden. Ich wähle jetzt hier mal die Kickdrum als Beispiel und in den ersten Insert-Slot lade ich diesen externen Effekt, hier haben wir es, externe Plugins, Wing Channel 1. Wenn ich jetzt im Cubase auf Play drücke, dann seht ihr am Mischpult, dass auf dem Channel 1 auch schon das Kickdrum-Signal ankommt. Allerdings können wir jetzt nichts mehr hören und es kommt auch noch nichts aus dem Pult raus. Selbst wenn ich jetzt hier den Fader hochschieben würde, es kommt noch nichts zurück. Das liegt jetzt daran, weil wir zwar das Signal vom Cubase bekommen und zur Wing schicken und auf dem Kanal 1 anliegen haben, aber wir schicken es im Moment nicht wieder zurück ins Cubase. Um das zu tun, nutzen wir jetzt die User Signals. Die User Signals findet ihr ebenfalls im Routing bei den Sources. Hier unten. Und hier haben wir jetzt 24 User Signals, die ich frei belegen kann. Das heißt, in unserem Fall wähle ich jetzt das User Signal 1 aus und sage hier, auf das User Signal 1 soll der Channel 1 geschickt werden. Und zwar nicht Tab, sondern Post. Post Fader. Close. Jetzt habe ich, wenn ich wieder Play drücke, seht ihr, wenn ich den Fader hochschiebe, dass auf dem User Signal 1 jetzt ein Signal ankommt. Wenn ich den Fader wieder runterziehe, ist das Signal wieder weg. Und jetzt muss ich noch dieses User Signal 1, das ich eben angelegt habe, wieder zurückschicken ins Cubase. Das mache ich hier oben über die Outputs. Ich wähle hier die USB Audio-Schnittstelle an. Ihr seht, hier ist noch kein einziger Output belegt auf der USB-Schnittstelle. Ich wähle jetzt hier den USB Audio Channel 1. Und zwar deswegen, weil ich ja vorhin in dem externen Effekt in Cubase als Return auch den USB Channel 1 festgelegt habe. Und auf diesen USB Channel 1 schicke ich jetzt mein User Signal 1. Und wenn ich jetzt Play drücke und schiebe den Fader hoch, dann hört ihr, dass die Bassdrum wieder kommt. Ich kann jetzt auch die Lautstärke mit dem Fader regeln. Und ich kann jetzt quasi diesen Kanal 1 für die Bassdrum nutzen. Ich mache den ganz kurz mal hier ein bisschen schön. Das heißt, er kriegt jetzt ein Icon von mir, nämlich eine Bassdrum. Und wir können den auch hier noch beschriften mit Kick. So, Overview. Und jetzt kann ich den Kanal ganz normal über die Wing mischen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier zum Beispiel den Equalizer von der Wing draufladen. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier auch einen Kompressor draufladen. Ich nehme mal beispielshalber hier einen 76er Limiter Amp. Ich lasse mal laufen. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Wir schicken ein Signal über einen Insert, über die USB-Schnittstelle auf Kanal 1 in die Wing. Wir empfangen das Signal von der USB-Schnittstelle 1 im Channel 1 auf der Wing. Wir schicken vom Channel 1 aus das Signal dann weiter auf ein User-Signal, und zwar Post-Fader. Das User-Signal wiederum schicken wir über die USB-Schnittstelle auf Kanal 1 zurück ins Cubase, und im Cubase wird das Ganze als Insert Return dann wieder auf die Spur geschickt. Das Ganze können wir jetzt mit allen 24 User-Signalen
auf der Wing machen. Ich mache das mal jetzt beispielshalber für das komplette Drumset durch und zeige euch dann, wie das zum Mischen geht. So, ich habe mir jetzt hier alle Kanäle vom Drumset angelegt. Den Overhead Channel habe ich mir sogar hier als Stereo Channel auf der Wing konfiguriert. Das mache ich, indem ich quasi die beiden Sends aus Cubase hier zusammen als Stereo in diesen Kanal laufen lasse. Aus dem Channel wieder raus schicke ich sie dann Stereo auf ein User-Signal. Das sieht man hier im Routing. Wenn ich auf Sources und Signals gehe, dann seht ihr, dass ich sie hier auf 7 und 8 jeweils den Kanal als Stereo-Kanal geschickt habe. Dann macht er automatisch die 7 und die 8. Ja, und diese 7 und 8 schicke ich dann natürlich wieder auf mein USB-Audio und somit werden sie dann drüben im Cubase wieder aufgesplittet in die beiden Returns, USB Channel 7 und USB Channel 8 Overhead Returns. So, ich schiebe mal die Fader hoch, lass mal laufen, wir hören mal rein. Ihr seht, dass jetzt überall auch die Signale anliegen. Ich fange mal gleich mit dem Stereo-Kanal an, hier mit dem Overhead-Kanal. Ja, also ihr seht, funktioniert klasse. Und so kann ich jetzt ganz normal mir mein Drumset mischen, wie ich will. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte hier gern ein bisschen Höhen auf der Bassdrum. Ich kann also jetzt auf dem Pult ganz normal mischen, wie immer. Mit dem Unterschied, dass die Signale nicht auf dem Pult zusammen gemischt werden, auf einen Main oder auf einen Mixbus, sondern dass ich jedes Signal einzeln wieder zurück ins Cubase bekomme. Und ich kann theoretisch, ich zeige euch das mal, wenn ich möchte, auch hier nach den Wing Channels nochmal irgendwelche Plugins draufladen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, ich hätte gern einen CLA 76, dann kann ich mir den durchaus dahinter noch laden. Ich kann natürlich auch sagen, okay, den Wing Channel, den nehme ich ganz zum Schluss hier unten hin, oder ich kann den auch sogar Post Fader reinladen. Alles möglich, denn jeder einzelne Wing Channel verhält sich jetzt wie ein einzelnes Plugin in Cubase. Eine kleine Schwäche haben wir jetzt, wir haben nur 24 User Channels. Das heißt, ich kann im Prinzip nur 24 Mal das Ganze machen, aber da gibt es einen kleinen Trick, den zeige ich euch, dann könnt ihr nämlich 40 Kanäle in Summe verwenden. So, der Trick ist jetzt, dass ich die Busse nutze. Das heißt, ich habe 24 User Channels, die kann ich direkt aus den Input Channels hier beschicken. Das heißt, 1 bis 24 im Endeffekt kann ich direkt über User Signals rüber schicken, über die USB-Schnittstelle zurück ans Cubase. Wenn ich jetzt weitere 16 Kanäle schicken möchte, dann muss ich dafür die Busse zwischenschalten, denn die kann ich direkt auch auf einen USB schicken. Ich zeige euch das Beispiel jetzt einfach für den Kanal 25. Möchte ich jetzt ein Signal, was hier vom Channel 25 kommt, auf den USB Channel 25 schicken, dann schalte ich einfach den Bus, in dem Fall nehme ich jetzt den Bus 1 für mein Beispiel, als Subgroup dazwischen. Ich wähle hier also bei den Kanalsends einfach den Bus 1 als Subgroup aus und ich wähle auch jetzt pro Channel nur einen Bus als Subgruppe aus. Ich schicke nicht mehrere Channels auf einen Bus, sondern jeder Channel kriegt jetzt seinen individuellen Bus zugewiesen. So, jetzt gehe ich wieder ins Routing, hier oben auf die Outputs und wähle hier links USB Audio aus und auf den Channel 25 kann ich jetzt einen meiner 16 Busse schicken. In dem Fall nehme ich jetzt einfach mal den Bus 1. Schloss raus, dann geht es auch. Bus 1.
Was passiert jetzt? Das Signal kommt von Cubase auf dem USB-Channel 25. Hier auf dem Fader 25 habe ich als Source auch diesen USB-Channel 25 ausgewählt. Von diesem Fader oder Channel schicke ich das Signal dann an den Bus 1 und der Bus 1 verlässt das Pult wieder auf dem USB-Channel 25 als Return Richtung Cubase. Das heißt, ich kann das hier jetzt noch genau 16 Mal machen mit den 16 Bussen und habe somit 40 Channels, die ich als Insert im Cubase nutzen kann. Ich zeige es euch hier schnell noch auf der Kickdrum. Ich habe hier mal den Channel 25 jetzt angelegt und in den Audioverbindungen schicke ich den Send vom Channel 25 eben jetzt beispielsweise auf der 25 und den Return Bus ebenfalls auf der 25. Und wenn ich alles richtig angelegt habe, müsste das jetzt schon laufen. Also ihr seht, das funktioniert. Es funktionieren übrigens auch die Solo-Buttons, alles als würdet ihr auf der Wing mischen. Und was ihr jetzt auch sehen könnt, ist, dass eben dieser Signal nicht direkt über ein User-Signal zurück ins Cubase geht, sondern hier über den Bus 1. Ja, wenn man das jetzt weiß und wenn man das jetzt verstanden hat, dann lassen sich natürlich die wildesten Kombinationen fahren. Ich könnte zum Beispiel mein Schlagzeug schon auf eine Gruppe vormischen und das dann hier wieder als Extra-Channel im Cubase empfangen. Ich könnte auch die Gruppen untereinander sidechainen und so weiter. Also alles kein Problem. Ich habe hier jede Möglichkeit, die ich brauche. Jetzt habe ich euch am Anfang gesagt, das Ganze funktioniert so nur im Cubase Pro. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, den Wing Channel trotzdem zum Mischen zu nutzen. Und das zeige ich euch jetzt. Im Cubase Artist oder im Cubase Elements gibt es diesen Bereich hier externe Effekte nicht. Deswegen lösche ich jetzt alle mal wieder raus. So, jetzt sind alle weg. Und anstatt dass ich jetzt externe Effekte mehr anlege, lege ich einfach Eingänge und Ausgänge an. Das heißt, Eingänge hinzufügen. Ich mache jetzt mal in unserem Beispiel 8, weil wir 8 Channels im Einsatz haben, und zwar Mono. Und ihr seht, Cubase wählt hier automatisch schon den richtigen USB-Channel aus. Da muss ich gar nichts mehr machen. Was ich noch machen kann, damit das ein bisschen schöner ausschaut, ich könnte die jetzt noch umbenennen. Jetzt sind sie alle sauber benannt. Das sind jetzt die Eingänge und das gleiche mache ich jetzt nochmal mit 8 Ausgängen. Das heißt, ich füge hier nochmal 8 Mono-Ausgänge hinzu. Auch die benenne ich mal schnell um. So, und jetzt mache ich folgenden Trick. Ich schicke diese einzelnen Kanäle nicht auf den Stereo-Out, sondern ich schicke die auf die jeweiligen Kanäle, die ich gerade angelegt habe. Das heißt somit Richtung Wing. Somit schicke ich jetzt die einzelnen Spuren quasi in die Channels, die ich ja schon angelegt habe, auf der Wing. Und damit ich die jetzt wieder empfangen kann, brauche ich natürlich jetzt nochmal Audiospuren. Das heißt, ich lege mir nochmal 8 neue Audiospuren im Cubase an. Und die bekommen jetzt als Inputs die Wing-Inputs oder die Wing-Channels, die ich gerade angelegt habe. Das sind quasi die USB-Eingänge, die von der Wing zurück ins Cubase geschickt werden. Wir müssen die jetzt noch alle auf Abhören stellen. Und wenn wir jetzt reinhören, haben wir das gleiche Ergebnis. Um euch zu beweisen, dass das auch wirklich von der Wing kommt, kann ich hier mal muten. Wenn ich jetzt wieder aufmache, kommen die Channels wieder. So, was haben wir jetzt für einen Signalweg? Die einzelnen Spuren werden aus dem Cubase rausgeschickt auf den Channels 1 bis 8 der USB-Schnittstelle. Von der USB-Schnittstelle in der Wing gehen sie dann über die einzelnen Channels, bei denen ich sie als Source ausgewählt habe. Dann gehen sie über die User Signals oder Busse zurück ins Cubase und gehen jetzt aber nicht mehr auf die ursprünglichen Kanäle, sondern eben auf 8 neue Kanäle, die ich jetzt angelegt habe. Also 8 neue Spuren. Hier, das ist die
bis hier runter. Ich kann das Signal jetzt genauso mischen wie bei dem anderen Weg auch. Der einzige Unterschied ist, bevor ich das bounce, muss ich einmal jede Spur nochmal aufnehmen, dass quasi die Signalkette aufgenommen ist, dass ich quasi meine Wing-Signalkette auf der Audiospur, auf dem Wave-File mit drauf habe. Einen ganz wichtigen Hinweis habe ich jetzt noch für euch. Wenn ihr das nutzen möchtet, dann müsst ihr extrem auf die Latenz aufpassen. Ich zeige euch nämlich mal, was passiert, wenn ich einen Kanal durchs Pult schicke, also durch die Wing schicke, und den anderen direkt auf den Stereo-Out. Ich wähle hier die Snare aus und dupliziere die Spur. In dem ursprünglichen Snare-Kanal lade ich jetzt den Insert-Channel von der Wing, im anderen nicht. Und jetzt hört euch mal, ich schalte mal aufs Solo, jetzt hört euch mal die Snare an. Durch die längere Latenz, wenn ich das Signal einmal durch die Wing schicke, habe ich jetzt hier eine Phasenverschiebung. Und die muss ich wieder ausgleichen. Also entweder ich schicke beide Signale durch die Wing, das ist Weg 1, oder Weg 2 ist, ich nutze hier ein Tool, zum Beispiel InPhase von Waves, um die Latenz rauszumessen, also die Millisekunden zu messen und dann wieder auszugleichen. So Leute, jetzt wisst ihr, wie ihr Channel Strips auf der Behringer Wing in Cubase als Insert laden könnt. Ich hoffe, ihr habt Freude damit. Ich hoffe, ihr habt Freude mit dem Video. Lasst mir einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Basti.